Herzlich willkommen. In diesem Inhalt sprechen wir über die faszinierende Geschichte von Geld und Macht. Peaky Blinders. Die Peaky Blinders verbindet man heute sofort mit Rasierklingen in Mützen, rauchigen Straßen und einer brutalen Gang, die mit Gewalt Territorium sicherte. Doch ihre wahre Geschichte zeigt weit mehr. Sie demonstriert, wie aus Straßengangs frühe Unternehmensstrukturen entstehen konnten. Im Birmingham des späten 19. Jahrhunderts wuchsen die Gangs aus Armut, Industrialisierung, fehlender Bildung und Perspektivlosigkeit. Die frühen Peaky Blinders waren junge Männer, kaum aus den Teenagerjahren, die ihr Territorium mit Messern und Gürteln verteidigten. Ihr Geschäftsmodell bestand aus Diebstahl, Glücksspiel und Schutzgeld, ein primitives Finanzsystem, das auf direkter Ressourcengewinnung basierte und oft auf Angst als Hebel beruhte. Mit Beginn des 20. Jahrhunderts änderten sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Polizei, Staat und soziale Strukturen professionalisierten sich. Rohe Gewalt allein reichte nicht mehr aus, um zu überleben. Gangs passten sich an. Sie wuschen Geld in Pubs, Wettbüros und kleinen Unternehmen, kauften Einfluss bei Politikern, Polizisten und Geschäftsleuten und nutzten Verträge, Scheinfirmen und Investitionen. Kriminalität verwandelte sich zunehmend in Business. Was wie Chaos auf der Straße aussah, hatte nun wirtschaftliche Logik. Ihre Strategien erinnerten an frühe Unternehmensmethoden, Ressourcenoptimierung, Risikomanagement und Investitionsstrategien, lange bevor dies in legalen Unternehmen üblich wurde. Dieses Muster wiederholt sich global. In den USA folgten italienische und irische Syndikate während der Prohibition denselben Prinzipien. Gewalt sicherte Territorium, Schmuggel brachte Kapital. Doch der wahre Aufstieg kam durch Reinvestition in legale Firmen. Sie entwickelten vertikale Integration, Produktion, Transport und Verkauf in einer Hand. Was wie Unterwelt aussah, funktionierte wie ein modernes Unternehmen. Ähnlich entwickelten sich in Großbritannien die Sabines und Messinas in den 1930er Jahren. Sie bauten ausgefeilte Finanznetzwerke auf, führten Bücher, beschäftigten Anwälte und erkannten, dass Reichtum zunehmend in Vermögenswerten lag, nicht in Bargeld. Kriminelle und Geschäftsleute wurden kaum zu unterscheiden. Kapital aus Glücksspiel ähnelte Kapital für Fabriken, Drohungen wichen Verträgen, aber der Mechanismus der Machtausweitung blieb derselbe. Auch in Japan wuchs die Yakuza von Straßenhändlern und Ausgestoßenen zu organisierten Syndikaten mit Büros, Visitenkarten, Investitionen in Bauprojekte, Unterhaltung und sogar Finanzdienstleistungen. Sie boten Funktionen an, die staatlichen Institutionen ähnelten: Streitbeilegung, Kreditvergabe, Schutz. Für viele Unternehmen war der Umgang mit ihnen kaum anders als mit Banken. In Lateinamerika perfektionierten Drogenkartelle dieses Modell. Aus kleinen Schmuggelgruppen wurden vertikal integrierte Imperien, die Produktion, Transport, Distribution und sogar Branding kontrollierten. Milliarden wurden über Banken und Immobilien gewaschen, Anwälte und Buchhalter professionalisierten die Strukturen. Gewalt wurde in organisierte, fast legale Systeme transformiert. Die zentrale Erkenntnis: organisiertes Verbrechen und Unternehmenskapitalismus folgen oft derselben Logik. Beide extrahieren Reichtum, konsolidieren Macht und beeinflussen Regulierung. Viele große Unternehmen weltweit entstanden aus Praktiken, die moralisch kaum von kriminellen Methoden zu unterscheiden sind. Der Unterschied liegt in der Legalität, die wiederum von Macht definiert wird. Auch heute funktioniert die Finanzwelt mit Angst als Kapital. Angst vor Instabilität, Verlust oder Ausschluss treibt Entscheidungen wie früher Einschüchterung auf der Straße. Die Methoden sind subtiler, der Mechanismus derselbe.
Dieses Muster setzt sich fort. In Russland wurden nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ehemalige Kriminelle zu Oligarchen, die ganze Industrien kontrollieren. In vielen Ländern dominieren Gruppen, die einst Schmuggler waren, heute legitime Branchen. Die Grenze zwischen Unterwelt und Oberwelt wird systematisch ausgeblendet. Den Preis zahlen Arbeiter, Verbraucher und Gemeinschaften. Schutzgeld wurde zu Plattformgebühren, Marktdominanz und globalen Lieferketten. Gewalt wurde zu regulierten Strukturen der Kontrolle. Entscheidend ist nicht Geld, sondern die Fähigkeit, Kapital und Einflussströme zu steuern. Die Peaky Blinders zeigen die frühe Version dieses Weges. Erst Territorium, dann Verträge, schließlich politischer Einfluss. Viele moderne Imperien begannen in ebenso dunklen Räumen wie eine Gasse in Birmingham. Wer finanzielle Freiheit schützen will, muss verstehen, wie solche Systeme entstehen und wie Macht ihre Ursprünge tarnt. Die Geschichte der Peaky Blinders ist keine romantisierte Gangsterstory, sondern eine präzise Lektion darüber, wie Gewalt, Kapital und Institutionen sich gegenseitig formen und ein Imperium aufbauen können. Lust auf mehr?